Wir sind wieder in Hamburg und damit herzlich willkommen zur 7. Folge von Bacio di Tosca TV. Ja, Hamburg, St. Pauli, chillen wir hier am Spielbudenplatz und natürlich, da denkt man natürlich sofort an, na, woran denkt man dann sofort bei St. Pauli? An das Schmitz-Tivoli natürlich, ne? Das seht ihr hinter uns. Da, Schmitz-Tivoli. Ja, da machen wir nur keinen Bericht drüber, heute mal nicht, ausnahmsweise. Und zwar haben wir ein anderes Thema, das wird euch Dörte erzählen. Genau. Um uns etwas aufzuwärmen hier bei diesem kalten Winterwetter, haben wir uns heute mal ein heißes Event ausgesucht, und zwar St. Pauli, den erotischen Weihnachtsmarkt. Wir sind schon sehr gespannt, wir gehen gleich hinein und schauen uns mal an, was es da alles so zu sehen gibt. Ja. Schaut es euch an. Was macht ihr denn hier? Das geht nicht. Also wir schenken dir Glühwein, wenn du willst. Und Glühwein ist ja nicht schlecht, ne? Nachher dann. Ich muss erst mal arbeiten, dann gibt es Glühwein. Nicht im Dienst trinken. Auch dran. Ihr arbeitet auch dran. Ja. Also am Glühweinrausch. Wenn ihr Pause habt und so, ne, dann kommt gerne zu uns an unseren Stand und so, ne? Schön, ne? Dann könnt ihr gerne. Aber die Farbe ist scheiße. Ja, die Farbe ist scheiße, aber Ja, schwarz wäre besser, ne? Ja, genau. Ja, der Fachmann spricht. So, wir sind jetzt hier an einem Stand. Heiße Ware aus dem Knast. So, und was sich dahinter verbirgt, das erzählt uns hier der junge Mann jetzt. Heiße Ware aus dem Knast, das ist ein Projekt der Hamburger Justizbehörde, die mit Insassen aus dem Hamburger Knast zusammenarbeitet. Und diese ganzen Sachen, die ihr hier seht, die werden also wirklich im Hamburger Gefängnis hergestellt von den Insassen, teilweise veredelt, weiterverarbeitet, verpackt und auch ganz ausgedacht. Also es gibt richtig Kreativprojekte wie unser Alarmspiel, das eine Gruppe von Gefangenen sich komplett ausgedacht hat in monatelanger Arbeit. Und diese Sachen verkaufen wir. Die Grundphilosophie dieser Marke ist, dass ein Teil der Erlöse an den Weißen Ring abgegeben werden. So, und auf diese Art wissen die Gefangenen, dass sie eine Wiedergutmachung leisten. Das ist so in kurzen Worten das Projekt St. Fu. Ja, und wird viel verkauft, und was geht am besten? Ganz besonders gut läuft unser Knastlandfluss. Ja, Gerade die Tüte drauf. jeder kennt ja natürlich Stadtlandfluss und hier umgearbeitet zu Knastlandfluss. Das läuft also besonders gut. Auch hier zum Beispiel das Original-Handtuch, wie es im Knast ausgegeben wird, mit dem Wort Strafvollzug eingestickt. Auch ein sehr beliebter Artikel, also läuft auch. So. Ja, und die T-Shirts natürlich auch, weil die T-Shirts witzige Sprüche haben, die zu verschiedenen Situationen doppeldeutig halt passen und so. Das sind so die Renner. Genau. Ja, bitte. Ich möchte mir das nochmal angucken, weil das ist, glaube ich, perfekt. Ja, das ist echt eine coole Sache, ne? Ja, und Tattoo-Memory gibt es hier. Buttons, Platzdeckchen, alles. Ja, also große Auswahl, also sehr kreative Leute da. Ja. Okay, dann vielen Dank, ne, für die Info und noch viel Erfolg beim Verkauf. Wir sind hier an einem Stand mit der Überschrift "Erlebe die Kraft der Natur". Dahinter verbirgt sich Waldmichels Holdi. Wir stellen Vibratoren und Dildos aus Fichtenholz her, weil Holz ist ein Resonanzkörper und überträgt die Vibrationen besser wie ein anderer Werkstoff. Und der Vorteil ist, dass hier keine Schadstoffe oder Weichmacher drin sind und dass sie nach Gebrauch einfach mit Wasser und Seife zu reinigen sind. Und dann sind die auch immer sauber, was in dem Bereich auch Sinn macht. Ja. Und wie verkaufen die sich so? Ist das eine große Resonanz? Die Resonanz ist sehr groß, weil die viele Leute umdenken und von Kunststoff oder Silikon weggehen und einfach was Natürliches, was Einfaches und Gesundes kaufen. Ja. Das ist eine gute Sache. Und wenn Sie jetzt nicht hier auf dem Adventsmarkt verkaufen, wo findet man Sie dann? Wir sind sehr viel in Deutschland und in Österreich auf Erotikmesse unterwegs oder wir verkaufen auch sehr viel über unseren Shop. Wie ist denn die Internetseite? Haben Sie einen Internetshop? Genau. Sie können gerne ein bisschen Werbung machen. Ja, auf waldmichelsholdi.de findet man unseren Shop und da findet man auch alle Modelle und Farben. Wir machen auch speziell für Kunden, die Sonderwünsche haben, wir machen auch Schriftzüge oder machen eine Blume drauf. Also wir haben viele Möglichkeiten, dadurch, dass jedes Teil ein Unikat ist. Also von Hand gearbeitet und jedes Teil ist ein Einzelteil. Und dadurch haben wir auch diese Vielfalt.
Wunderbar. Also, wer Interesse an einem gesunden, natürlichen Sexspielzeug hat, was eine gute Sache ist, der kann ja mal im Internet stöbern. Gut. Ich sehe gerade, Lilo Wanders hat auch eine. Ja, die war ja am Mittwoch bei uns hier am Stand und am Freitagabend ist es auf NDR ausgestrahlt worden. Und es haben auch sehr viele Leute gesehen, die jetzt speziell auch hierher gekommen sind und das gleiche Teil gekauft haben wie die Lilo Wanders. Ja. Das ist natürlich eine gute Werbung, ja? Absolut, ja. Das war toll, ja. Werbung ist immer gut. Ja, das ist schön. Dann nochmal vielen Dank. Ich kaufe noch ein Los. Mal gucken, was ich gewinne. Wir haben hier einen Stand entdeckt mit solchen Eiern und haben uns gefragt, was das sein soll. Und das wird uns jetzt mal die junge Frau hier erklären. So, hallo. Gut, ganz einfach. Wir nehmen einmal das Ei aus der Verpackung, ein bisschen Gleitgel in die Mitte, damit es schön flutscht. Dann das Ei nehmen, einmal über den Penis stülpen, Hand anlegen. Entweder macht der Mann das alleine während des Vorspiels oder in einer stillen Stunde oder man integriert es ins Vorspiel. Das heißt, die Frau macht das oder ein Partner macht das. Das Interessante daran ist nicht die Reibung mit der Hand, sondern eben, dass die Eier alle eine andere Struktur haben von innen. Struktur und Reibung, das ist das, was den Mann stimuliert und was ihm viel Spaß macht. Nach Gebrauch wäscht man das Ei aus und dann kann man so 5 bis 7 Mal benutzen. Da kann ich nur sagen, Spielspaß, gute Laune ist da garantiert. Und das richtige Mitbringsel von Santa Pauli für den Mann. Das Überraschungsei für den Mann, ne? Ja, vielen Dank für die Info, ne? Bitte. Und hier verkauft sehr witzige Lampen. Und zwar sind die aus alten Kaffee- und Teekannen aufgearbeitet worden. Ja, das finde ich, sieht schon sehr kurios aus. Also ich finde die sehr schön. Da sieht man einige Modelle. Ach, guck mal da, Max und Moritz. Max und Moritz, genau. Das ist wirklich... So ein paar Designs kann man ja auch noch zuordnen zu gewissen Zeiten, ne? 50er Jahre, genau. Als Lampe aufgearbeitet, hat die dann wieder was. Ne? Die ist auch von innen beleuchtet hier. Das ist toll. Das ist auch ganz nett hier. Also. Was ist das dann? So eine Zuckerdose gewesen? Das war meine Zuckerdose, ja. Jetzt ist eine Lampe. Die sieht süß aus, ja. Und verkaufen die sich gut? Also man verkauft so, das ist ganz unterschiedlich. Mal verkauft man am Tag eine, mal 3, mal ist auch ein Tag, wo man gar keine verkauft. Aber es findet schon großes Interesse. Also die Leute finden das eine gute Idee. Ja, aber halten sich dann doch noch zurück beim Kaufen. Die haben natürlich auch schon ein bisschen ihren Preis, weil da steckt auch viel Handarbeit drin. Und die Schirme, die sind ja auch alle neu. Die kosten natürlich auch ihr Geld. Kabel, Schalter, also wenn man das alles so zusammenrechnet, dann steckt natürlich auch Arbeit drin, die man natürlich auch bezahlt bekommen möchte. Und ein bisschen Gewinn möchte man auch noch. Und dann muss man natürlich auch irgendwie, ich denke... muss bezahlt werden, dann sitzt man hier in der Kälte. Also kommt, Leute, und kauft Lampen. Ne, für einen guten Zweck. Das sind alles Einzelstücke. Wirklich ganz tolle Sachen dabei. Man muss natürlich auch dann, ich denke, es sind auch so Liebhaberstücke, ne? Sicher, passt. Ist Geschmackssache, ne? Man hat wirklich was ganz Individuelles dann. Ja, wie zum Beispiel das hier ist original 70er Jahre. Das ist eine Rosenthal-Kaffeekanne. Und die hat den Schalter, also habe ich ja vorne reingehauen. Das ist cool. Die Tülle und der Griff dann auch noch einen Zweck, ne? Also sollte man dann schon festhalten, wenn man den Schalter Oh ja, die sind schön. Also auf diesem Weihnachtsmarkt kriegt man wirklich tolle Sachen. Mal nicht so, ja, den ganzen Plunder Made in China oder so, wie man so auf sonstigen Weihnachtsmärkten so bekommt, sondern wirklich echt richtig tolle Sachen, die mit ganz viel Liebe zum Detail gemacht sind. Es lohnt sich also mal hier vorbeizuschauen. Dann nochmal vielen Dank und viel Erfolg beim Verkauf. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flocken
Wir stehen jetzt hier mit Jochen Bonsack, der Veranstalter des Santa Pauli Weihnachtsmarktes. Ja, wie kamst du zu der Idee für diesen Weihnachtsmarkt? Ach, die Idee liegt ja nahe, wenn man auf St. Pauli ist und so eine Fläche wie den Spielbudenplatz betreibt, dass man dann auch in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtsmarkt veranstaltet und da liegt es natürlich nahe, auch einen St. Pauli-typischen Weihnachtsmarkt zu machen mit all seinen Facetten, Live-Musik. Wir haben zum Beispiel über 50 Bands in dieser Zeit auf der Bühne und natürlich auch das Thema Erotik spielt hier eine Rolle und dann auch auf unserem Markt. Und wie lange existiert dieser Markt schon? Das ist ja schon ein paar Jahre. Ne? Ja, wir sind dieses Jahr im verflixten 7. Jahr, aber bis jetzt läuft alles ganz gut. Von daher sind wir auch recht zufrieden. Also wird es in Zukunft erstmal auch so weitergehen? Ja. Also die Resonanz ist gut? Wie viele Besucher haben Sie so ungefähr immer pro Jahr? Ach, wir haben die Besucher jetzt noch nicht gezählt, das ist ein bisschen schwierig. Aber es wird immer besser, der Markt wird immer bekannter, auch in ganz Deutschland. Und man merkt, dass das Publikum auch immer von weiter her kommt. Also aus ganz Deutschland reisen die Leute teilweise wirklich gezielt hier zu diesem Markt an. Und das sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Ja, wir haben uns ja auch schon ein bisschen umgeschaut. Das ist wirklich ganz interessant, weil es doch mal auch Sachen hier gibt, die man auf normalen Weihnachtsmärkten halt nicht so bekommt. Also zum Beispiel, wie war das? Heiße Ware aus dem Knast. Das war schon mal ganz interessant, ja. Nicht zu vergessen die Fichtenholz-Dildos. Genau, da waren wir auch. Nur hier auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist kommt zwar nicht aus Hamburg, sondern aus dem Odenwald, aber sind hier ein Renner. Eine Besonderheit ist ja hier das Stripzelt. Was gibt es da so alles für Shows zu sehen? Was erwartet den Zuschauer da? Auch wieder eine Facette St. Paulis, natürlich Erotik. Das Ü18 Stripzelt gehört dazu. Da gibt es dann Strip-Shows im klassischen Sinne, Table Dance, aber auch Sachen. Wir haben ja dieses Jahr eine New Yorker Burlesque- und Sideshow-Truppe hier. Die machen völlig verrückte Sachen mit Feuer, Nägeln und Schwertschlucken und so. Und dann haben wir dieses Jahr ganz neu Porno-Karaoke im Programm. Da kann man dann Pornofilme nachsynchronisieren. Werden immer Leute aus dem Publikum auserwählt und die versuchen sich dann an schön trashige 80er-Jahre-Filme. Ein Riesenspaß. Das stelle ich mir wirklich interessant vor. Tennissocken kann man natürlich anziehen, aber wenn das Zelt nicht leer laufen soll, dann zeigt man die nicht so. Okay, ja, denke ich auch. Aber das ist bestimmt wirklich sehr lustig. Also geht mal zum Stripzelt und guckt euch sowas an. Das ist bestimmt sehr lustig. Ja, dann vielen Dank für die Information. Sehr gerne, viel Spaß noch. Ja, danke schön, werden wir haben. Das war die 7. Folge von Bacci di Tosca TV und damit verabschieden wir uns aus Hamburg. Und wie jedes Mal haben wir noch genau unsere Spendendose, unsere Opernsängerin. Diesmal ist sie wieder gesund und kann wieder singen und kann auch wieder Spenden annehmen. Und es haben gespendet, das waren? Kevin und Thomas, vielen Dank dafür. Genau, die haben beide jeweils 5 Euro gespendet. So, und das sind sie hier. 10 Euro, die gehen wieder in unsere Kasse. Und zwar, wir sammeln ja für ein richtig gutes Orchester, mit dem wir die ganzen Lieder nochmal aufnehmen können. Ist gar nicht so leicht. So, es passt natürlich auch zu St. Pauli. So, das genau ins Dekolleté zu stecken. Und klack, wieder 10 Euro. Ja, wir kriegen das Geld schon noch zusammen, ihr werdet schon sehen. Gut, dann möchten wir uns verabschieden von euch. Wir wünschen euch noch ein frohes Weihnachtsfest. Vielleicht kommt ihr ja auch mal hier in Hamburg vorbei und schaut euch das mal an. Und im Januar gibt es keine Folge. Da machen wir eine künstlerische Pause. Wir sehen uns dann im Februar wieder. Macht's gut. Und es gibt auch jetzt gleich noch im Anschluss ein paar Outtakes aus den bisherigen Sendungen. Ja, wie gesagt, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und lauscht hinaus den weißen Wegen, streckt sie die Zweige bereit und wehrt im Wind und wächst entgegen der eine Nacht der Helligkeit. Hallo. Kommt was an? Und jetzt hätte ich mal eine Frage. Wie kam es denn zu der Idee, nochmal. Ich stehe jetzt hier. Nochmal, ne?
Welche Folge ist das jetzt? Die vierte? Genau, heute ist kein Besuchertag, heute ist geschlossen für Bauarbeiten, aber das soll uns nicht weiter stören. Scheiße, Mensch, was sage ich denn? Ist hinter dieser Bühne dort und diese Bühne hat einen ganz speziellen Grund. Du darfst auch mal Da spielen Musiker drauf. Okay, Nee, also weiß ich jetzt nicht genau. Open-Air-Konzert Ach, Open-Air-Konzert, ach so, ja. der Chopin-Gesellschaft Ach so, Hannover. Also nochmal. Das ist jedes Mal dasselbe, die Anmoderation, die dauert immer am längsten.